Die Navy Seals hatten die Gans Watch Versat. Dasselbe Ziel, dieselbe Entfernung, dasselbe Ergebnis. Verfehling. Die besten Scharfschützen der Welt, besieht von einer Mail komplizierter Luft. Dennoch nicht sich das Tor. Ein alter Bauer trat hindurch abgetragen Jack, Storbage Stiefel, Mutzer tief ins Gesicht gesogen, einen Olds Touch gewickeltes Gür unter dem Arm der Ausbilder so ehn, so das Gür und lackt. Sir, ist das Ding überhaupt aus diesem Jahrhundert? Die anderen Seals lackten ebenfalls. Hans reagiert nicht. Nur auf den Schießstand, auf die Fahnen, auf den Wind, auf das Ziel, das seit 5 Tagen niemand getroffen hat. Dann wickelte das Gür aus das Lachen verstummt, denn jedes Ziel auf der Linie Kante, was so. Ein M40 aus der Vietnam ARA zerschrammt, abgenutzt, uralt. Der Ausbilder trat vor. Sir, dieses Gür gehört ins Museum. Sie müssen diesen Schießstand sofort verlassen. Hans so ehn, dann das Ziel, dann wieder ehn, und sagte etwas so leis, dass der Ausbilder nahe kommen musste, es zu hören. Und also es tat, verschwand sein Lächeln, und ergriff nach seinem Funkgerät, nicht die Sicherheit zu rufen, sondern jemanden zu rufen, der erheblich hoher in der Befehlskette stand. Bevor wir beginnen, wenn ihr glaubt, dass Erfahrung Technology immer schlagen wird, hinterlasst unten einen Kommentar und abonniert. Dies Geschichte wird euch daran erinnern, warum. Das Ziel stand seit 5 Tagen auf 1.689 Metern, und es hat sich kein einziges Mal bewegt. Nicht weil niemand darauf geschossen hat. Sie hatten die Gans Watch darauf geschossen. Die besten Zielscharfschützen des aktuellen Ausbildungszyklus. Männer, die Jahre damit verbracht hatten, sich zu Instrumenten der Precision zu formen. Doch die Mail Wussenluft zwischen der Schusslinie und dieser Stollsilhouette tat etwas, das kein Gerät auf dem Stand vollständig erfassen konnte. Drei separate Windkorridor liefen gleichzeitig durch das Tal. Jeder erzählt an der Geschichte. Jeder speist Informationen in ballistische Computer ein, die immer wieder Schusslösungen lieferten, die sich als falsch erwiesen, sobald ein Kugel die Luft durchschnitt und auf die Realität traf auf das, was der Wind tatsächlich tat, im Gegensatz zu dem, was die Sensoren ansehten. 5 Tage, 100 von Schüssen, ein unberuhtes Ziel. Die Übung war darauf ausgelegt, modern Militärtechnologie an ihre Grenzen zu Feldwebel Thomas Voss lief seit 6 Uhr morgens hinter der Schusslinie auf und mit der verhaltenen Frustration eines Mannes, der keine technischen Erklärungen mehr hat und begann, die Geduld mit seiner eigenen Verwirrung zu verlieren. War 34 Jahre alt und 8 Jahre in einer Karriere, die ihm jeden Grund gegeben hat, seine Kompetenz zu vertrauen. Ausgezeichnet, erfahren, technisch brillant auf die spezifische Art, die aus der Verbindung von natürlicher Begabung und jahrelanger disziplinierter Übung entsteht. Doch 5 Tage auf diesem Stand hatten mit etwas bekannt gemacht, das seine Kompetenz nicht erreichen konnte, und diese Bekanntschaft war nicht angenehm gewesen. Sein ballistischer Computer war der bestverfügbar. Sein Team war das bestverfügbar. Das Ziel war noch immer unberührt, und der Wind bewegt sich durch das Tal weiterhin in 3 Richtungen gleichzeitig als hatte kein Interesse daran, mit etwas zusammenzuarbeiten, das in den letzten 50 Jahren hergestellt worden war. Hinter ihm, am anderen Ende der Linie, hat Gefreiter Daniel Cole seit dem Morgengrauen hinter seinem Beobachtungsrohr gestanden und beobachtet, wie die Luftspiegelung in 3 verschiedenen Entfernungen brodelt und wollte und etwas so, für das keinen Namen hat. 3 verschiedene Strömungen in 3 verschiedenen Richtungen. Schrieb nichts auf, weil noch keine Sprache davor hat. Das Tor am hinteren Ende des Stands auf nicht sich 8:47 Uhr, und niemand bemerkt es sofort, denn Tor öffneten und schlossen sich auf aktiven Schießständen,
und das Geräusch war gewöhnlich. Was weniger gewöhnlich war der Mann, der hindurchtrat. 63 Jahre alt, abgetragen Jeansjack, Storbage Stiefel, Mutzer tief jenig Jesogen, das man sein Gesicht nicht lesen konnte, es sei denn, man suchte danach. Trug in Orts Touch gewickeltes Gür unter einem Arm und Bettrat den Stand so, wie ein Mann einen Ort betritt, an dem schon einmal gewesen ist. Nicht vertraut, Genemen aber gefasst. Sein Körper nahm die en Passagen eins Mannes vor, der die Umgebung verstand, und die ses Verstandnis enkundigen zu müssen. Blieb am Rand der Schussleine stehen und blickte auf den Stand, nicht auf die Ausrüstung, nicht auf die Seals hinter ihren Gewehren, nicht auf was, der hinter ihnen auf und ab lief. So auf das Ziel und die Fahnen und die Luft dazwischen, und sein Augen bewegten sich in langsamen, abgemessenen Abständen über den Stand, das hat nichts emiti der Nugia eins Fremden zu tun, sondern als emiti der fokussierten Beteiligung eins Mannes, der ein Bild aufbaut. Hat viel mehr so Bilder aufgebaut an Orten, die erheblich folgenreicher wären als ein Wustenschi Stand. Was bemerkt ihn innerhalb von 30 Sekunden? Überquert den Stand emiti der Zugigen Autorität eins Mannes, die diese Raum gehört, und erklärt Hans unmissverständlich, dass dies ein aktiver, gesperrter Schießstand emiti scharfe Munition sei, dass die Anwesenheit von Zivilisten strengstens verboten sei und dass das Geland unversaglich verlassen muss. Hans griff in sein Jack und zog einen Zivilzutrittsausweis heraus laminiert, offiziell, emiti einem Base-Zugangscode unter seinem Namen. Was soll nennen, erkannte den Code nicht, entscheid, dass es keine Rolle spielte, und erklärt Hans, der Ausweis deckt keine aktiven Übungen ab. Dann sah auf das in Touch gewickelte Objekt unter Hans Arm und fragte, was es sei. Hans legte es auf den Ausrüstungstisch und wickelte es langsam aus, das Touch fiel auf die Spiesefisch, anheißende Art eins Mannes, der das 10.000 Mal getten hat und das M40 ins Wustenlicht. Abgenutzte Walnusschaft, dunkel von Alter und all. Alter repetitive Schluss. Ein Zielfernrohr so schlicht, dass es außer, als gehores in ein Andia Ara, denn das tat es. Jeder Ziel auf der Schussleine hat aufgehört so zu tun, als würde auf sein Ausrüstung schauen. SIE hatten M40s auf historischen Fotos und in Ausbildungshandbüchern und Museumstellungen gesehen. Keiner von ihnen hat J1 in den Händen eins Menschen auf einem aktiven Schießstand gesehen, ausgewickelt, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Was start das für einen langen Momenten? Dann lag das Kurs, unglaublich lachen eins Mannes, der etwas so weit außerhalb seiner Erwartungen gefunden hat, das Lachen die einzig verfügbare Reaktion ist und sagte Hans, das gehört eines Museum, der Lauf sei wahrscheinlich glattgeschossen, und Hans wird sich verletzen, wenn versucht, es abzufeuern. Mehrere Seals auf der Leine lagten emiti, die Entladung von 5 Tagen angesammelte Spannung, die ein einfach und unkompliziert Richtung gefunden hat. Einer rief und fragte, ob der alte Mann ihnen sagen will, wie es damals im Dschungel gemacht wurde. Hans reagiert auf nichts davon. So auf das Gür, so auf das Ziel, so was und sagte drei Dinge ließ, und Betonung, im Flatschen, Citron Tun eins Mannes, der Tatsachen feststellte, da ihm seit sehr langer Zeit nicht mehr bemerkenswert vorkommen. Die Entfernung. Den Windaufschlüsselung nicht die Computer lesen, sondern die echte. Drei Korridor, bestimmt Entfernungen, bestimmt Richtungen. Und dann, die Schuss habe ich schon einmal gemacht. Anders Land, schlechtes Wetter. Vor 52 Jahren. Das Gelagte auf der Leine verrebte. Nicht weil jemand ihm glaubte, sondern weil etwas in der Art, wie dies drei Sätze sagte, nicht wie ein Geschicht klang. Es klang wie ein Bericht. Die Art, die von einem Mann kommt, der nie gelernt hat, das, was besucht hat,
von dem zu trennen, was sagt, weil es in seiner Erfahrung nahe einen guten Grund dazu gegeben hat. Und was so auf den Zugangscode, den nicht erkannt hat, so auf das M40, so auf das Ziel, das sich seit 5 Tagen nicht bewegt hat und griff nach seinem Funkgerät. Nicht die Sicherheit zu rufen. Den diensthabenden Offizier des Stands anzurufen und herauszufinden, wer genau sen Ausweis autorisiert hat und warum. Der diensthabende Offizier nahm beams weiten Klingeln ab, und was las den Autorisierungscode vom Ausweis im Flatschen, professionellen Ton vor, den für als verwendet, was routinemäßig sein sollte. Am anderen Ende gab es ein Pause, die nicht routinemäßig war. Der diensthabende Offizier bat EHN, den Code zu wiederholen. Was wiederholt EHN? Noch ein Pause diesmal länger. Die spezifisch still von jemandem, der etwas überprüft und etwas findet, auf das nicht vorbereitet war. Als der diensthabende Offizier widersprach, hat sich seine Stimme verandert, so wie Stimmen sich verandern, wenn die übermittelte Information das Niveau des Gesprächs überschritten hat, in das SIE eingetreten ist. Erklärt was, dass der Ausweis direkt vom Büro von Admiral Reuter autorisiert worden sei, dass der Inhaber für das betreffende Datum an eingeschränkten Base Zugang habe und das was den Zugang als gültig betrachten und entsprechend handeln soll. Die Leitung verstummt, und was stand in der mit seines Schießstands und hielt sein Funkgerät MITDEM Gesichtsausdruck 1 Mannes, der einen Satz begonnen hat, sicher wie enden Word, und irgendwo in der mit entdeckt hat, dass sich in Bezug auf das entgeht hat und möglicherweise in Bezug auf den Satz selbst. So Hans so auf das Ziel. Daniel Cole hat den Funkruf von hinter seinem Beobachtungsrohr verfolgt, und so zu tun, als würde auf irgendetwas anders schauen, denn Daniel war 26 Jahre alt und hat noch nicht die Fähigkeit entwickelt, seine Aufmerksamkeit zu verbergen, wenn etwas wirklich Interessantes geschah. War seit 5 Tagen auf diesem Stand. Und in 5 Tagen war das Interessant der Wind gewesen interessant auf die spezifische Art, wie Problem interessant sind, wenn SIE einen besiegen, man SIE dabei sehen kann, aber keinen Mechanismus findet, SIE aufzuhalten. Der alte Mann MITDEM, M40 war ein andere Art von interessant. Daniel hat seit dem Moment, als durch das Tor gegangen war, beobachtet, wie Hans Augen sich über den Stand bewegten. Und die Bewegung war nicht die Bewegung eines Mannes, der etwas Unbekanntes betrachtet. Es war die Bewegung eines Mannes, der etwas leist. So wie Daniel sein Beobachtungsrohr las, so wie was seinen ballistischen Computer las systematisch, vollständig, der fokussierten Effizienz von jemandem, der spezifisch Informationen aus einer Quelle extrahiert, der erwirtrot. Daniel zog sein Telefon heraus und tippte den Autorisierungscode in die Basisverzeichnis ein. Das Ergebnis kam nach 2 Sekunden zurück, und Daniel saß einen langen Moment hinter seinem Rohr und so auf das, was der Bildschirm sagte, bevor aufstand und ließ von der Schusslinie wegging. Hans war an den Rand des Stands gegangen, während was den Anruf des diensthabenden Offiziers verarbeitet. Nicht weg vom Stand, sondern nur an den Rand, wo der Kreis endet und die Wust begann, und wo man die wohl lange des Tals sehen konnte, und das irgendetwas im Weg stand. Stand dort MITDEM, M40 unter dem Arm und so auf die Fahnen. Nicht die an der Schusslinie und nicht die am Ziel. Die dazwischenliegenden, die drei Zwischenfahnen, bei 550, 1.000 und 1.370 Metern, die ein vollständiges Bild des Windkorridors liefern sollten und stattdessen drei separate Bilder lieferten, die nicht miteinander übereinstimmten und das seit 5 Tagen. Hans beobachtet SIE ein Weil. Dann sah auf das Flimmen, das bei der 1000 Meter Mark von den Felsen aufstieg, die Luftspiegelung rollte von rechts nach links in einer langsamen, fließenden Strömung.
Den auf das Graum Dam, bei 1.370 Metern Korn bewiegend, leicht zur Leine genäht, das Spezifischen von Vegetation in einem Vorwind. Den auf die Farnem Ziel, die im Hauptstrom am hinteren End des Tals von links nach rechts schnappt. Drei Fahnen, drei Geschickten, ein Kugel, die durch all drei fliegen must. Was ne hört sich ihm? Mit andere Energie als zuvor. Die zugige Autorität war durch etwas Vorsichtiges ersetzt worden, die spezifisch eine Heerung eins Mannes, die Gerade der Boden unter den Fassen weggerutscht ist und der nun mehr Aufmerksamkeit darauf steht, wo sein Schritt setzt. Erklärt Hans, dass der Stand angeachtet der Ausweisautorisierung seiner sei und der Hans bitten muss, der Schussleine fern zu bleiben. Hans so ehn, den auf die Farnem Ziel. Dan sagte etwas, das was weder fragt noch erwartet hat. Erklärt ihm, dass die Farnem Ziel log, dass das Tal kurz dava ein Rückgeströmung bundelt, die entgegengesetzt zu dem lief, was die Farn anseit, und dass die Computer für einen Windkorridor gelost hatten worin die Kugel durchdrehen must. Was so auf die Ziel fahren, so auf seinen ballistischen Computer, so zurück auf die Farn. Die Farn sagte von links nach rechts, sein Computer sagte von links nach rechts. 5 Tage lang hatten die Schusslösungen von links nach rechts gelautet, und jede Kugel hat verfehlt in einem Muster, das in zwei Sätzen eines alten Mannes in einer abgetragenen Jack plötzlich ein sehr klar und sehr unbequem Erklärung hat. Antwortet Hans nicht. Ging zurück zur Schussleine, stand dahinter und so auf das Tal mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der ein Diagnose erholt, der ausgewichen ist und feststellt, dass das Ausweichen SIE nicht weniger wohl gemacht hat. Daniel kam von wohin auch immer gewesen war zurück und stand neben ihm, einen Moment zu sprechen. Dann sagte Daniel Lees, dass den Autorisierungscode nachgeschlagen habe. Was fragte, was gefunden hat? Daniel sagte es ihm. Was schwieg lange? Hinter ihnen war Hans langsam die Länge der Schussleine entlang gegangen, Aufmerksamkeit zu suchen, sich als irgendetwas zu positionieren, nur gehend und den Stand betrachtend, und diligentlich etwas in einer Stimme sagend, die nur der nächste Ziel hören konnte. Aber der nächste Ziel hört zu und der neben ihm auch. Und innerhalb von 2 Minuten war jeder Mann auf der Leine unmöglich etwas näher an den alten Mann mit dem Museumsgewehr hereintragt, gefragt worden zu sein und es vollständig bemerkt zu haben. Was Hans sagte, war nicht kompliziert. Beschrieb, was so. Die Thermik bei den Felsen auf 1000 Metern. Den Rockroll am Dam auf 1.370 Metern. Die falsch Anzeige in der Zielfahne. Das Fenster im Wind, das sich auf bis 60 Sekunden kurz aufniet, wenn all drei Strömungen sich ausrichteten und die Luft zwischen Leine und Ziel so etwas wurde, durch das ein Kugel sauber fliegen konnte. Beschrieb es in einer Sprache so einfach und direkt, dass es keiner Übersetzung bedurft, nicht weil Varian fakti, sondern weil es so lange verstanden hat, dass die Komplexität längst abgetragen war und was blieb, einfach die sich selbst war, schlicht ausgedrückt. Daniel Cole schrieb mit der fokussierten Dringlichkeit eines Mannes, der versucht, etwas einzufangen, bevor es weitersieht, in sein Notizbuch. Füllte 2 Seiten, bevor Hans aufhört, und begann ein Dritt, bevor bemerkt, dass Hans gar nicht aufgehört hat. Dann stellte was die Frage, die sieht dem Funkruf unter allem gesteckt hat. Trat neben Hans an den Rand des Stands, so auf das Ziel und fragte Lies nur die bei den, der Rest der Leine aber nicht genig, was Hans so, wenn einen solchen Schuss betrachtet. Nicht die Windaufschlüsselung, nicht die technisch Antwort, sondern was tatsächlich so. Hans war einen Moment still. Dann sagte etwas, das was für den Rest seiner Karriere an sein eigenen Stühle weitergeben wird, ohne vollständig das Gefühl zu haben,
es so übermittelt zu haben, wie es bei ihm angekommen war. Sagte, sehe den Schuss nicht. Sehe die Zeit, durch die Kugel reisen wird. Zweieinhalb Sekunden Luft, die noch nicht geschehen wären. Und sein Aufgabe war nicht, zu lösen, was der Wind gerät tat, sondern zu verstehen, was in dem momentan wird, in dem die Kugel in jedem der drei Korridor der Reihe nach ankam. Was so ihnen, so auf das Ziel und zum ersten Mal seitens durch das Tor gegangen war, fragte was ihnen etwas, das keine Herausforderung und keine Abweisung war. Fragte Hans, über den Schussmädchen wird doch bever Hans antworten konnte, erregt das Geräusch von Fahrzeugen auf dem Stand sie durch die Wust, und was dreht sich und spürte, wie sich in seiner Brust etwas einstellt, das weder ganz schrecken noch ganz Erleichterung war, sondern Genosswischen bei den lebte. Hans hat drei Windkorridor in zwei Sätzen beschrieben und 5 Tage Versagen, in unter einer Minute erklärt, ohne Computer, ohne Sensor, ohne irgendetwas außer 50 Jahren Aufmerksamkeit. Schreibt Stills Wasser in die Kommentar, wenn glaubt, dass Weisheit Technology immer überdorn wird. Zwei Fahrzeuge führen ohne Sirenen und ohne Blaulicht auf den Stand, und die Abwesenheit beider sagte mehr, als beides gesagt hat. Männer, die Sirenen brochen an dir, die innen ausdem weggehen. Der Mann, der ausdem ten Fahrzeug stieg, hat noch nie jemanden gebrocht, der ihm ausdem wegging, den Raum ordneten, sich in Hiram neu, bever sie erregt. Admiral Thomas Reuter war 68 Jahre alt via Stern auf der Schulter, gaule Uniform Makellos in der Wusenhitz, und bewegt sich über den Standkies mitdem abgemessenen, angehasteten Schritt 1 Mannes. Für den Dringlichkeit immer ein einzusetzens Werkzeug gewesen war. Kein so lebendiges Gefühl. Überflog den Stand nicht so wie besucher Stand überflogen, nach der Aktivität suchend, sich im Raum orientierend. Sein Organ gingen direkt zu Hans, so wie Organ zu etwas gehen, nach dem sie suchen, ohne es zuzugeben, und es in einem Ort finden, an dem sie es nicht erwartet hatten. Die gesamte Schusslinie war erstarrt. Ziel Scharfschützen, die den ganzen Morgen hinter ihren Gewehren gelegen hatten, standen nun in Habakstellung, und das ihnen das befohlen worden war, und was tat dasselbe, und keiner von ihnen verstand vollständig warum, außer dass etwas ihren Stand betreten hat, das Aufmerksamkeit wie die einzig angemessen Reaktion erscheinen ließ. Reuter ging direkt zu Hans, und bei jemandem anzuhalten. Würdigt was keines Blicks, sprech die Leine nichten, warf dem Stand keinen zweiten Blick zu. Blieb vor dem alten Mann in der abgetragenen Jack und der staubigen Mütze stehen, und so einen Moment lang mitdem Gesichtsausdruck eines Mannes an, der etwas bestätigt, dass länger als Name getragen hat und die Bestätigung sowohl einfacher als auch bedeutsamer findet, als darauf vorbereitet gewesen war. Streckte die Hand aus Hans nahm sie. Reuter hielt sie mit bei den Händen. Die Gest, die als sagte, was uniform und stern nicht sagen konnten. Und der Stand blieb vollkommen still, denn selbst Männer, die nicht verstanden, was sie beobachteten, verstanden, dass es nicht die Art von Moment war, der von Lahm profitiert. Dann wandte sich Reuter der Leine zu und sprach in dem flatschen, tragenden Ton eines Mannes, der Befehl an Orten gegeben hat, die einen wussten Stand wie einen ruhigen Nachmittag erscheinen ließen. Sagte ihnen, dass der Mann neben ihm 22 Jahre damit verbracht hat, das zu tun, was sie zu lernen versagten. Nannte ihnen seinen Namen. Sagte ihnen, dass sie zu sehen und sich erinnern sollten, wenn Hans bereit sei zu demonstrieren denn, was sie gleich sehen würden, stehe in keinem der Zeit in Gebrauch befindlichen Handbuch. Und der Grund, warum es in keinem Handbuch stehe, sei, dass der Mann, der es hat schreiben können,
sich stattdessen für ein Farm entschieden hat. Hans ging ohne Zeremonie zur leeren Position am Ende der Leine. Legte seinen alten Rucksack auf die Matt kein Zweibein, kein Chassisbett, keine verstellbare Auflage und ließ sich hinter die M40 nieder mit der angehasteten Leichtigkeit eines Mannes, der so etwas zurückkehrt, das nie vollständig verlassen hat. Legte sein Wange an den abgenutzten Walnussschaft, und der Schaft empfing so, wie Dinge eine Anwesenheit empfangen, die sie über die Zeit geformt hat vollständig, ohne Anpassung. Verbracht einen langen Moment damit, nicht zu tun, das für jemanden, der süße, wie Vorbereitung außer, was es aber tatsächlich war. Die vollständigste Vorbereitung auf dem Stand. Die Fahnen lesen, das Flimmen lesen, das Schreiben dem auf 1.370 Metern lesen, das Fenster beobachten, das sich allwesig bis 60 Sekunden aufniet, wenn die drei Korridor sich kurz ausrichteten. Daniel Cole saß hinter seinem Beobachtungsrohr, Notizbuch jetzt geschlossen, Stift an den manche Dinge mussten beobachtet werden, anstatt aufgezeichnet zu werden, und das hier war eins davon. Was stand hinter der Leine mit den Armen an den Seiten und sagte nichts, denn hat keine Dinge mehr zu sagen, die Luft wird gewesen wären, die sie brochen würden. Hans machte drei Einstellungen in dem alten Zielfernrohr. Ließ sich hier Klicks das spezifische Geräusch eines Mannes, der Wast, was jeder Klick bedeutet, und das sieht 50 Jahren Wast. Legte sich wieder hin, atmet einmal tief und langsam, ließ die Hafte heraus und wartet nicht auf ein Zell auf einem Bildschirm oder ein Anzeige von einem Sensor. Auf das Fenster. Der Stand hielt ihm den Atem an. Acht Scharfschützen, ein Admiral, ein gedemütigter Ausbilder, all beobachteten, wie ein alter Mann reglos hinter einem Gür lag, das in einen anderen Krieg gehört, und auf etwas wartet, das nur sehen konnte. 38 Sekunden still, die länger wirkten als 5 Tage Versagen. Dann fuhrt das M40. Der Null überquert den Stand und starb in der Wüste. Und für zweieinhalb Sekunden gab es nichts außer dem Klang des Winds durch die Talfahnen. Dann rang das Stahl klar in der Mitte, unverwechselbar. Die Leine brach aus spontan, unbeaufsichtigt. Die spezifische Entladung von 5 Tagen der Niederlage, die in einem Moment etwas trifft, das neu definiert, wofür der Morgen gewesen war. Daniels Notizbuch fiel zu Boden. Was stand mit den Händen an den Seiten und trug im Gesicht etwas, das keine militärische Bezeichnung hat, aber in der Nachbarschaft von Erfurt lebte. Reuter beobachtet das Ziel mit dem kleinen, stillen Lächeln eines Mannes, der genau gewusst hat, was passieren wird und trotzdem herfahren war, weil manche Dinge besucht werden mussten, anstatt nur geglaubt zu werden. Hans stemmte sich von der Mathochheit der angehasteten Gewissheit eines Mannes, der den Ausgang nahe bezweifelt hat und einfach darauf gewartet hat, dass die Luft zustimmt. Reuter zog Hans in den Rand des Stands, worin die Leine sich sie hierum erholt. Die bei den Jingen Dorfing, wo der Kreis indeed und die Wust begann. Zwei Männer in der spezifischen kameradschaftlichen Stil von Menschen, die sich an einem Ort gekannt hatten, wo still überleben bedeutet. Reuter fragte nach der Farm. Hans erzählt ihm, Act Mon 8, Ostlich Bongrenz, Drogen Korridor, drei Berichten die Ortspolizei, die Verbindung des Sheriffs, 350 Meter vom Grundstückzone der Basis. Reuter hört zu, ohne zu unterbrechen vollständig, mit der fokussierten Aufmerksamkeit eines Mannes, der Informationen erholt, die noch vor Ende des Tages in die Tat umsetzen will. Hans griff in sein Jack und zog einen Umschlag heraus gefoltert, an den Randen abgegriffen. Via Mon 8 Fotos und Fahrzeugbeschreibungen und Dokumentiertseiten, in ein Zivilistenjack gesteckt und 3 Stunden durch, die Wust zu diesem Gespräch getragen. Reuter nahm ihn, auf nicht ihn, so lange auf das erste Foto.
350 Meter von meinem Sohn, sagte er. Hans nickte. Reutervollzieht den Umschlag und steckte mit der entschlossenen Endgültigkeit eines Mannes, der etwas unter Maßnahmen, Blegstadt unter Überlegungen, in sein Jack. Sagte Hans, word hut nach zwei ein Rufmädchen. Hans nickte nüt denn das war als, was horen must, und war 3 Stunden durch die Wust gefahren, es zu hören, und nun war es gesagt, und der Morgen konnte sich selbst binden. Hinter ihnen überquert was den Stand in ihrer Richtung, nicht mehr der Autorität des Mannes, die dieser Stand sieht man Tag gehört hat, sondern behutsam, die bewusst eine Hearing von jemandem, der etwas trägt, das abelgen muss, und noch keine nicht oberfläche vorgefunden hat. Und Reuter trat wortlos zurück, denn hat immer gewusst, welche Momente sein wären und welche anderen gehorten, und dieser hat ihm nahe gehört. Was blieb 2 Schritt von Hans entfernt stehen, und stand einen Moment lang die, ohne zu sprechen, denn die Wort, denen gekommen war, hatten sich irgendwo auf dem Weg über den Stand neu geordnet, und braucht ein Sekund, sie in ihrer neuen Reihenfolge zu finden. War kein Mann, der leichte mit Schuldigung bet nicht weil es ihm der Fähigkeit fehlte, sondern weil sein Karriere trainiert hat, vorzugehen statt rückwärts, und Entschuldigungen einen Rückblick erforderten, der nicht natürlich kam. Doch so auf das M40 in Hans Hand, so auf das Ziel jenseits der Mail Wussenluft, und so den Mannen, der auf seinen Stand einem Gür gekommen war, der so ein Museumstück genannt hat, und den Schuss gemacht hat, den sein gesamtes Team in 5 Tagen nicht hat machen können. Und der Rückblick kam trotzdem, nicht weil Gemmen darum gebeten hat, sondern weil es die einzig ehrlich Richtung war, die verfügbar war. Sagte Hans, dass sich dem Gürgit hat, dem Zugingsausweis, allem. Sagte es klar, ohne nach Worten zu suchen, die kannten weich Mädchen werden. Den Hans war nicht der TYP-Man, der welche kannten brocht und was verstand das jetzt, auf ein Weise, die heute Morgen noch nicht verstanden hat. Hans so einen Moment auf das M40 auf den abgenutzten Walnusschaft, das alte Zielfernrohr, die Körbe nahe dem Verschluss von einem Granitsplitter 1971, der so lange dort gewesen war, dass keine Narbe mehr war, sondern einfach Teil des Gesichts des Gurs. Sagte was, das Gur sei nahe der Punkt gewesen. Es war Holz und Stahl. Es hat keine Meinungen über Wind und kein Gefühl dafür, ein Museumstück genannt zu werden, und kein Interesse daran, jemanden von etwas zu überzeugen. Der Punkt war das, was man lernte zu sehen, wenn man aufhört, dem Bildschirm vollständig zu vertrauen und anfing, dem Ding darunter zu vertrauen. Der Beobachtung. Der Geduld. Der Bereitschaft, in der Ungewissheit zu sitzen, langegenug, damit es einem ihr Gestalt seht. Was so dem Gesichtsausdruck eines Mannes an, der etwas empfängt, das lange gebraucht hat, ohne zu wissen, dass es braucht. Dann fragte wie lange es gedauert habe, es so zu sehen wie Hans es sieht. Hans so auf das Tal auf die Fahnen, die sich noch immer, in ihren 3 separaten geschickten bewegten, auf das Flimmen, das noch immer von den Felsen auf der 1000 Meter Mark rollte. Noch am Lernen, sagte Was streckte die Hand aus Hans nahm sie einmal, fest, kurz, vollständig. Hör auf den Wind, San. Nicht auf die Maschine. Was nickte und ging zurück zu seinem Team. Und die Art, wie ging, war anders als jede Art, wie die ganz watch auf diesem Stand gegangen war. Daniel Cole fand Hans am Ausrüstungstisch, wo das M40 zurück in sein Touch wickelte. Dasselbe langsam, bewusst einwickeln wie am Morgen das Gewürschwan zurück in sein Hull wie etwas, das dorthin zurückkehrt, wo es lebt.
Daniel hat via Seiten Notizen und die Spezifisch rastlos Energie 1 Jungen Mannes. Der Gerade Verstanden hat, dass die bedeutendste Ausbildung seiner Karriere in 40 Minuten auf einem Wissensstand stattgefunden hat und noch nicht sicher ist, was mit diesem Verständnis anfangen soll. Fragte, ob Hans bereit wäre wiederzukommen. Nicht offiziell, kein Papierkram, keine formelle Vereinbarung, einfach nur Team über das zu sprechen, was Hans so, wenn Luft betrachtet, über die Dinge, die der Lehrplan nicht abdeckt und anscheinend nicht konnte. Hans so auf das Notizbuch auf die via Seiten verdiktete Handschrift aus einem Gespräch, das Hans kaum als Unterricht registriert hat, weil es schlicht war, was wusste, laut gesagt. Sagte Daniel, sei jederzeit auf der Farm willkommen. Der Wind über flaschem Land verhielt sich anders als Wind über Wostenland, und dieser Unterschied sei es, wat zu verstehen. Daniel so an. Sei unterrichten mit Gerade, oder? Hans lächelt fast. Wind hört nicht auf, Wind zu sein, nur weil der Stand geschlossen ist. Daniel schloss sein Notizbuch und so ein letztes Mal auf das Ziel, dann auf Hans Gesichtsausdruck eines Mannes, der etwas erblickt, nicht im Notizbuch, sondern irgendwo erheblich dauerhafteres. Reuter fand Hans auf dem Parkplatz, das Gür bereits in der Leitfleck des Lastwagens, der Rucksack auf dem Sitz, die Mütze wieder aufgesetzt, der Motor noch nicht laufend, denn Hans stand neben dem Lastwagen und betrachtet den Stand im späten Nachmittagslicht. So wie es sein eigens Land am Ende eines langen Tages betrachtet, nicht mit Befriedigung, Gentlemen, aber mit der besonderen gefassten Qualität eines Mannes, der getan hat, was zu tun gekommen war, und es ausreichend befunden hat. Reuter stand neben ihm. Die beiden betrachteten den Stand einen Moment lang schweigend, das Ziel noch immer in der Ferne sichtbar, die Fahnen noch immer im selben Wind bewegend, der die ganz Watch gewet hat. Die wusst hat, was wusten tan, sie Mädchen weiter, unabhängig davon, was in ihnen geschieht. Reuter sagte Hans, der zweite Anruf habe bestätigt, was bereits wusste. Die Balliste Signate des heutigen Schusses stimmte mit dem Rekord von 1971 innerhalb einer Felligrenz überein. Das System rundet auf Null. Dasselbe Gür, dasselbe Schutze, dasselbe Ergebnis. 52 Jahre auseinander. Hans so auf das Ziel. Ändert nichts, sagte Reuter so an. Nein. Aber es sollte bekannt sein, Hans. Von wem? Reuter hat darauf keine Antwort, und Hans wartet nicht auf ein. Legte die Hand auf Reuters Schulter. Kurz, Gewis. Du bist gekommen, als ich dich braucht. Das ist immer genig gewesen. Reuter so ihm nach, wie ins Fahrzeug stieg, und sagte nichts, denn es gab nichts mehr zu sagen, was der Morgen nicht bereits besser gesagt hat. Hans fuhr den langen Weg nach Haus. Nebenstrassen, Flatland, die Art von Still, die sich in der Kabine eines alten Lastwagens auf einer Wostenstrasse ausbreitet, wenn der Tag fertig ist und das Radio aus bleibt und die Kilometer vergehen, und irgendetwas zu verlangen. Dachten den Abfluss auf dem Ostfeld, der noch Aufmerksamkeit braucht. Dachten die ostliche Bongrenz, die hut nach zum ersten Mal seit 8 Monaten still sein wird, weil Reuters Way an Ruf gesagt hat und Reuter in 42 Jahren nie etwas gesagt hat, das nicht meinte. Dachten Daniels via Seiten Notizen und was Handschlag und das Klingen des Stolz durch die Mail Wussenluft. Und dachten das M40 in der Leitfleck, eingewickelt in sein Touch. Dachten den Feldwebel, der es ihm in die Hand gedruckt hat, als 19 Jahre alt war und ihm gesagt hat, es wird nie anlügen. Es hat nie gelegen. Die Farm erschien am Ende des Schotterwegs, als der Himmel orange und white wird und die Schatten der Sonnenpfosten sich über das Ostfeld erstreckten wie etwas,
das so Borngrens reicht und kurz Dave aufhört. Hans parkte, stieg aus, stand im Rand seines Felds im letzten Licht. Trug das M40 hinein, legte es auf den Küchentisch, so es einmal und dann trug es in den hinteren Raum und setzte es in seinen Platz in der Wand, wo es 20 Jahre lang zwischen den Seiten gelebt hat, in denen es gebrocht wird. Es setzte den Wasserkascher auf, saß im Küchentisch. Draußen vor dem Fenster wird sein Land in den Randen dunkel, und in der Mitte still, so wie Land still wird, wenn der Tag ihm fertig ist. Morgen, der Abfluss auf dem Ostfeld. Morgen, 5:30 Uhr. Heut Nacht, der Wasserkascher und der Tisch und die besondere Still eins Mannes. Der Dresden vor uns zwei Dinch tat und sehr wenig sagte und Dresden nach Haus vor und ohne Schwierigkeiten schlafen wird, weil der Wind richtig gelesen worden war. Das Stoll geklungen hat, Reuters way ein Ruf gesagt hat und das Gesurak an der Wand war, wo es hinschaut. Abonniert, wenn ich glot, das mächtigste, was ein Mensch in jeden Raum tragen kann, keine Ausrüstung, kein Rang und keine Zeugnis sind sondern das still, eine schuttelisch Wissen dessen, was man bereits überlebt hat. Den Hans vor Dresden zu einem Stand, auf dem niemand seinen Namen kannte, machte einen Schuss, den niemand erklären konnte, und vor Dresden nach Haus, sein Tier zu fatten.